Weiter geht's beim Pfandleiher. Wir haben einen Streit zwischen, naja, einmal Gina, die ihre Musikbox-Disc wieder haben möchte, unserem reichen Schnösel da hinten. Wem gehört die Disc, ist jetzt die Frage. Und Herlock scheint potenziell zu wissen, zu wem sie denn nun wirklich gehört. Hat sie Miss Lestrade geklaut oder nicht? Well, Miss Lestrade, it would appear you find yourself in something of a predicament. Was, ist das schon die Great Deduction oder haben wir einfach nur... Das ist doch gar nicht die Deduction, oder? Vom Soundtrack her schon. Naja. Er kennt Herlock Sholmes nicht. Wow. Eggert Benedict, genau, so hieß er. Conclusion, okay. Es scheint irgendwie keine richtige Deduction zu sein, weil sonst käme ja noch so den ganzen Intro-Kram und so, aber gut, schauen wir mal. The true reason for your visit to the Pawnbrokery today is something you have not yet revealed. And the second is this. A considerable crime is in contemplation. One you will orchestrate with intent to steal a vast sum of money. Okay, es kommt ein bisschen aus dem Nichts, muss ich sagen. Helfen mir mal, die zu fixen, würde ich sagen. Ach, jetzt kommt die, danke. Da ist die Great Deduction, the game is afoot. Topic 1, Mystery Man's Aim. Warum ist er hier? First of all, we must ask ourselves on what business you ventured to this pawnbrokery today. You claim to have followed this pickpocket here, having had the redemption ticket stolen from you on the street. But that is most certainly a lie. The real truth is something quite different. As revealed by that which you hold in your hand, yes. What brought you to this shop in the first place it is the staff recruitment flyer. Weiß nicht, vielleicht können wir die noch untersuchen. Naja. The piece of paper in your hand is a staff wanted advertisement from this very shop. Oh, dann ist er gar nicht reich, sondern tut nur so, oder wie? Yet even the most unobservant would soon realize that a man of your appearance has no need of such employ. In other words, there is some ulterior motive for your actions. The cane which you unwittingly clutched to your person exhibits an incontrovertible contradiction. Vielleicht ist ein Schwert drin oder so. Kennt man ja. The contradiction in which I speak is, of course, the missing ferrule. Spitze, was ist ferrule? Das schaue ich kurz nach. I'm sorry. Zwinge. Naja. Also wenn du das Ende des Sticks. Ah. Eine Metallhülse oder ähnliches. Die fehlt. The end of any walking cane would be terminated with a metal ferrule to protect the wooden tip. And yet, detailed analysis shows the wooden tip of this stick to be utterly bare. Therefore, there's only one conclusion. The rod that you hold in your hand, which appears to be a walking cane, is in fact no cane at all.
könnte man drauf kommen. Also die Deduction liegt zumindest nicht allzu fern, würde ich im ersten Moment sagen, aber das gibt es auf jeden Fall ein, zwei Stellen, die klingen, naja, nicht ganz so richtig. And in your recalling, you inadvertently facilitate the answer of the next conundrum to present itself. Namely, what is truth behind this rod you bear? Yes, your reaction betrays the truth. The handle, which you evidently would like to conceal, is a key to understanding this riddle. From the moment I saw it, my suspicions were aroused. What walking cane demands such a stout handle? But of course, as I said, this is no walking cane. No, that rod is a broke handle of a shovel. Sieht zumindest ähnlich, sagen wir mal so. And now, having determined this undeniable truth, the conclusion is clear. Your true motive for coming here was to take employment at this establishment in order to excavate the ground beneath the premises. What a calculated crime you have conceived, sir. A wickedly calculated crime. Also die Conclusion ist to tunnel underneath the Pawnbrokery. Und dementsprechend dann Sachen zu klauen dort. Vielleicht. So, dann kommen wir zum Great Crime. For we must expose the details of this elaborate crime you have in the planning. There is a reason, as you are only too well aware, and your furtive glance is more telling than I could have hoped. Let us consider what would motivate a man to infiltrate a shop such as this and covertly dig beneath its floor. The answer is revealed by the council notice on the counter to which your eyes were inadvertently drawn. This letter gives notice of public work to be carried out in the local area. And according to the enclosed plan of the upcoming sewage work, beneath this shop runs a sewer that adjoins another one that runs under the bank on the opposite side of the road. Aber warum braucht er das? Sieht relativ reich aus, vielleicht ist das gar nicht. By excavating the ground beneath our feet, you would gain access to the waterway that flows in very close proximity to the Great Vault of the financial institution opposite. In summary, sir, you devised a master plan to pull off an elaborate bank robbery by dint of the underground tunnels. Masterbildern, wo wir schon bei der Formel 1 sind. Which brings us at last to the final chapter of this lurid scheme. With what plunder did the thief hope to make off from the underground vault of the bank? Having consulted with Scotland Yard some days ago, I happen to know the answer. But naturally the answer is no secret to you, is it? Allow me to present a rather interesting piece of evidence. You see, this picture postcard tells us all we need to know. A postcard of the Great Exhibition. War der Great Exhibition in London? Wann war die denn? In welchem Jahr spielt das Ganze hier? Currently in the final stages of preparation, the Great Exhibition will soon be underway. And the government has provided extra funds to complete its centerpiece, the Crystal Tower.
funds that currently sit in the vault of the bank on the other side of this road. Yes, a considerable crime you have been contemplating is the theft of what which sits in the vault of that bank, the special reverse funds for the great exhibition. Of course, that is top secret police information, so keep it under your head, please. Conclusion is to steal the great exhibition's reserve funds. Also mein Englisch zu sprechen ist echt eingerostet, muss ich sagen. Weil ich denke zwar viel auf Englisch und lese logischerweise viel auf Englisch, aber oder schreibe auch, aber zu reden, war seit der Schule quasi nicht mehr getan. Ich muss mal meine Geschwister mal wieder anrufen. Also, er hat eine kaputte Schaufel mit Goldgriff hierher gebracht, um hier zu graben, um auf der anderen Seite der Straße die Bank auszurauben. Kurzzusammenfassung. Okay. Ja, schauen wir mal, was denn hier, naja, nicht so passt in seiner Deduction, ne? Ist der Mann wirklich ein Krimineller? Aber warum hat er sich dann mit Gina so hart um die Disk gestritten, ist die Frage. Buying a brand new shovel. Könnte man meinen. Naja. Ja, als ob der Typ da die Bank ausrauben will. What? Auch wenn sein Laden hier ist. Oder vielleicht ist hier wirklich was, weil sonst dürfen ja nicht ohne Grund hinten in den Storage Room, ne? Gut, das kann natürlich auch unzählige andere Gründe haben, aber naja. Ja, lassen wir mal die Deduction auseinandernehmen, bitte. Spiel. Überdenken wir das ganz normal. Let us start once more. Das klingt doch richtig. Aber es ist ein Jammer speichern, bevor nur so. Wer weiß, was passiert, ne? Wunderbar. Dann überdenken wir es ganz normal. Course Correction. Ja, the tunnel underneath. Ich weiß ja nicht. Sollte hier wirklich ein Tunnel zur anderen Straßenseite führen? Ist die Frage. Von was genau ist das hier? Der Flyer? Was steht hier überhaupt drauf? So by Mr. Sholmes' reasoning, Mr. Benedict came here in order to apply for a job, so he could dig down through the floor. Weiß er nicht. Yes, in an attempt to tunnel into the sewers to gain access to the money in the vault of the bank across the road. But he wouldn't get very far by a broken shovel, would he? No. I think it's fair to say his motives lie elsewhere. The question is where? What did bring Mr. Benedict here at this particular point in time? Vielleicht sein Stuff hier? Der Stylish Head vielleicht? Ich meine, Kane könnte auch sein. Ich meine, warum ist sein Dings hier überhaupt vergoldet? Das macht gar keinen Sinn. Kann ich den Stuff an sich auch irgendwie anwählen? Kane. Da, die Rückseite.
Scribbled Writing. Das sieht mir doch sehr, sehr richtig aus. Aber was steht da drauf? Wahrscheinlich irgendwas nur zwischen ihm und dem Pawnbrokery-Typ hier. Those notes were scrawled by somebody famous, and as such are worth a considerable sum of money. The fact that you handle the paper on which they are written with love and proves my theory. So we came here today with the intention of pouring Alter, was ist denn gerade los? Of pouring it for as much as the broker would give you. Weil diese Informationen irgendwas wert sind. Was? Das stimmt nicht? Das sah mir aber so hart richtig aus. Das Spiel ist eindeutig falsch. Oh, warte mal, kann ich die vorher vielleicht noch genauer analysieren? I suppose you're right. Kann ich jetzt vielleicht, ja, natürlich. Ich muss das halt erst genau analysieren, ne? Das ist selber Fehler, wie wir es schon mal gemacht haben. Ja, da macht die lange Pause bemerkbar. Aber wer ist die Person da drauf? Listen to what it says. Name Gina Lestrade. Height 5'2". Hä, warum hat er Informationen über sie? Fuck. Green Cap, Scruffy Waistcoat, Grubby White Shirt, Blue Satchel. Correct. It's a detailed description of Miss Lestrade. Warum? The details of this shop have been written down here too. Windibank's Pawnbrokery, Baker Street, Redemption Deadline 15th April. Okay, das wirkt aber, Entschuldigung, sehr kriminell. Warum hat dem wer diese Information gegeben? Strange. So, das können wir jetzt präsentieren hier. Ja, so nämlich. Ach. Yes, what brought you to this shop in the first place is the info about Miss Lestrade. Great so, my dear fellow. It would appear that the writing and sketch on the reverse of the flyer pertain to the pickpocket Miss Lestrade and to Mr. Windibank's pawnbrokery here. You originally told us that you had merely given chase after Mr. Lestrade stole the redemption ticket from you. But that, sir, is a thinly veiled lie. This is information on the back of the flyer that led you here today, by which I mean here and today the redemption deadline of that overcoat. Das was alles planned, logischerweise. So waited outside for the young girl matching the description you have written down to arrive. And you have gone to some length to hide the reason for your pursuit. In other words, there is some ulterior motive for your actions. Aber welches könnte es sein? Jetzt kommen wir wieder auf den richtigen Pfad der Deduction. The contradiction of which I speak, of course, is the missing rule. Was nicht richtig klingt, muss ich sagen. Wenn ich ehrlich bin. It doesn't actually look broken. Ja, wobei, müsste es nicht eigentlich auch irgendwie ein bisschen angekratzt sein oder aussehen, wenn da irgendwas fehlen würde, wenn er damit draußen umher krakelt?
Was könnte... Oh, was könnte hier... Was ist das eigentlich? Initialing. Das können wir auch untersuchen. Ich glaube, man muss inzwischen alles irgendwie erst untersuchen, um es dann zu präsentieren. Ne? Also mal hier. Was ist AG? Wofür könnte das stehen? Wer könnte AG sein? The initials on this can obviously spells A, G. Das ist aber dann nicht Eggert Benedikt auf jeden Fall. Kann es sein, dass er diesen Stuff irgendwie geklaut hat? Ich versuche mal präsentieren. Das ist auch richtig. Und warum auch oben suchen und nicht unten, ne? Was wie bei dem Papier nicht auf der, naja, halt auf der Rückseite des Papiers suchen oder auf der anderen Seite des Stabes. In dem Fall ist es natürlich die Oberseite. Also da ist sehr wahrscheinlich, dass was liegt. Das war auch richtig. Okay. Was hat es damit auf sich? We are led to believe, sir, that your initials are E, B. Yet, in a most possessive manner, you have in your grasp a K and beyond the initials A, G. An incontrovertible contradiction indeed, would you not agree? You said before that you'd had the cane for years. So don't try to tell us that you just borrowed it from a friend or found it in the park. In short, though you hold yourself to be a gentleman, you have withheld your true name. Oder ist es nicht seiner? Ich glaube nicht, dass sein True Name ein anderes. Oder nicht? Also was hat es mit dem Stab auf sich? Ist jetzt noch die Frage. The handle which you evidently would like to conceal is the key to understanding this riddle. Das ist auch falsch. Let's consider the bare bones of what happened here. Mr. Straight redeemed that fine-looking overcoat. And now a mysterious man has appeared, introducing himself with a fake name and claiming that the overcoat belongs to him. But we know that he actually identified Miss Lestrade from a written description, which suggests that everything else he's told us is untrue. So what we need to do here is somehow prove that the overcoat cannot possibly belong to him. Wie kommen wir erst? Was ist das denn hier? Das hat, stimmt, das haben wir gerade, wir haben gehört, wie irgendwas gerissen ist. Das scheint diese Stelle hier gewesen zu sein. The seam on the shoulder here is coming apart. Sieht dann eher aus wie Billigware, als ob das dann seins ist, wenn das schon so angezogen ist. Do you know a moment when Miss Benedict was surprised by something that was said? I thought I heard her make a rather strange noise. It sounded a bit like a tiny growl. Now I think it was probably the sound of the seam ripping open. If you look closely, it does seem to be a very tight fit. Vielleicht ist es also gar nicht seiner. The sleeves are stretched to bursting, and he wouldn't have a hope of fastening it at the front. If he were to run around in it, I'm sure the whole thing would fall apart. So how can we make Miss Benedict run around? Ich glaube, darum geht es nicht, oder nicht? Aber der ganze Mantel ist halt viel zu eng. Das ist, glaube ich, eindeutig. Würde ich sagen. Dementsprechend, schauen wir, was er zu sagen hat.
The split seam, which you evidently would like to conceal, is a key to understanding this riddle, you see. Yes, because the overcoat is rather obviously a poor fit. Having forced it over your broad shoulders, the seam is already breaking apart. My suspicions were aroused from the outset. When you so boldly lied about your name and so boldly relayed this pickpocket. This catalogue of untruth has all been for one very specific purpose. To steal the article that the young girl redeemed from Mr. Windibank. Aber warum hat er es nötig? Ich glaube, er ist gar nicht so reich, wie er zumindest den Anschein hat, dass er es ist. Oder machen möchte. Eher gesagt. But what really irks me is this. The considerable crime I initially imagined has been considerably curtailed. Ja, also seine zweite Deduction ist auch richtig falsch. Dazu kommen wir gleich. To abscond with a redeemed item. Was er einfach klauen wollte. Aber dann wird sein Great Crime doch auch nicht stimmen. Ja. Würde ich sagen. Also. So. Also. Fall oder Deduction Nummer 2, besser gesagt. Ach genau, mit den Notizen da, ne? Worauf schaut er wirklich? Warum hat der Besitzer mitgespielt? Der muss ihn doch erkannt haben, oder nicht? Ich meine, wenn die Frist 2 Wochen ist und der Typ ist halt schon, also man kann ihn schon wieder erkennen, so ist er nicht. The method is revealed by the council notice on the counter. Ist das aber richtig, ist die Frage. Also die Antwort ist klar. The direction of the deduction must change rather dramatically now, I think. Yes, no more talk of tunneling into the sewers. Anyway, you can't deny that this mysterious gentleman did know the watchword. If you don't know that word, Mr. Windibank would never allow you to redeem this article. If you did know that word, Mr. Windibank would allow you to redeem the article, whether it was yours or not. So the question is, could this gentleman have found the watchword out somehow? Das Buch können wir nicht analysieren wahrscheinlich. Also Council Notice wird es nicht sein, das will ich auch gar nicht erst untersuchen wollen, so initially. Was denn mit dem Notelet überhaupt? Können wir da irgendwas draus schließen? Das scheint zumindest wahrscheinlich als die, naja, als das Klemmbrett hier. Knows that he's written to himself. Steht was von Professor? Oh, ja. Intuition lügt nicht. Mr. Windibank must make a note of the watchword his customers give him right before their eyes. An alarmingly clear script as well. Well, das ist eine klare Sache. The method is revealed by the notelet on the counter to which your eyes were inadvertently drawn. As the broker here follows the same procedure whenever a customer comes to redeem an article. He asks the customer for the watchword and notes down the response uttered on a notelet he has to hand. Then he consults his ledger and confirms whether or not the watchword matches that of the article in question.
But his diligence clearly has its disadvantages. It is increasingly apparent that you were present in this shop before your accusation against Miss Lestrade. In all likelihood, you followed her inside and then observed her talking to Mr. Windibank. Then the diligent broker made a note of the watchword, as is his common practice. You observed him writing the word Professor on the notelet beside the ledger. Und dafür brauchst du aber schon Beweise, um das zu festigen. And that's what's the master plan you devised to steal the pawned article from the young Miss Lestrade. Warum wollte er den Mantel haben wollen? What the fuck? Which brings us at last to the final chapter. Warum das alles nur um diesen Mantel zu bekommen? For an ill-fitting overcoat hardly seems to justify the effort, much less a worthless music box disc. But naturally, you had very good reason to make them yours. Die Disc dann wahrscheinlich, ne? Woher weiß er, dass die da drin war? Strange. Allow me to present a rather interesting piece of evidence. You see, this picture postcard tells us all we need to know. Wahrscheinlich nicht. The articles we're talking about are the overcoat and the music box disc that was in one of the pockets, which according to Mr. Windibank isn't even worth a penny. And yet this man went to such length to steal them. But why? I wonder if perhaps you already have the evidence we need to explain it. I better have a thorough look through all the evidence we've collected so far. Okay. Music box disc, a metal disc used to play music in a mechanical music box. The piece of music which remains unidentified is stored on the disc by means of small protrusions. Mit so kleinen Nägelchen. Oh. LOL! Ihr kennt den Namen. Okay, jetzt gibt's langsam die Connection. Und dafür habe ich 1,3 Stunde gespielt, um die endlich mal zu sehen. McGill. Er ist auch so ein Handlanger von diesem Spacko, mit dem wir beim letzten Fall zu tun hatten. Okay. Ich will nicht sagen, der Kreis schließt sich, aber zumindest geht er weiter. Ah, wir sehen was. Das heißt, dieser Disk scheint eher wichtig zu sein. Auch für McGilded, der ja genau, stimmt, vor 2 Monaten auch gestorben ist. Oder ist er das? Warum möchte der Typ diese Disk unbedingt zurückhaben? Und vor allem die Initials, ne? Hieß er nicht irgendwie Andrew mit Vornamen oder so? Dann würde AG auch zumindest halb Sinn machen. Ich meine, das Mac lässt er dann wahrscheinlich weg, ne? Aber der Stab ist dann auch klar, wem der gehört. Look like somebody's name. Und wir kennen ihn. Von McGilded. Den kennen wir. A name I shall never forget for as long as I live. Oh, ach, warum ist sein Name hier drauf? Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht oder hoffentlich kann der Typ uns da mal ein bisschen aufklären. Dann können wir auch präsenten, denke ich. Was weiteres müssen wir nicht untersuchen. So ist es. You see, this music box disc tells us all we need to know. It reads for McGilded. Ach, Magnus hieß er mit Vornamen. Okay, doch nicht mit A, nevermind. Das ist doch nicht sein Stab. The unfortunate philanthropist who
perished in curious circumstances at the Old Bailey 2 months ago. A prominent man in London, thus his lone wandering, demonstrated a distinct lack of scruples. So you're an associate of his, are you, or perhaps a subordinate? Mr. McGill was a man of unusually small stature. In fact, bodyguard, he was precisely the right size for that overcoat that you've squeezed yourself into. Aber lebt er noch? Ich dachte, er wäre wirklich verbrannt. Oder jeder sollte es nur glauben und er konnte doch noch flüchten, so wie er es schon mal gemacht hat. Your true identity remains shrouded in mystery. But the final conclusion here is crystal clear. The reason you came in this pawnbrokery today was to retrieve an article left behind by the late Magnus McGill. Oh ja. Aber was hat er mit ihm zu tun? Hoffentlich redet er mit uns. Und damit haben wir Deduction complete. Yay. Okay, doch ein interesting turn of events, muss ich sagen. Wenn auch etwas langatmig, okay. Still, aber... Lebt er wirklich noch? Und dieses 2 Monats Zeitfenster, das ist doch schon... Es ist schon auffällig alles hier. Was hat er mit ihm zu tun? Bitte rede mit uns. Er wird es wahrscheinlich nicht, wenn ich ihn so richtig angucke. According to what Mr. Windibank told us earlier, today was the final day on which the code could have been redeemed. Das heißt, vor genau 2 Monaten wurde der auch hier reingeschickt. Und vor 2 Monaten heute war der 15. Februar. Um 10:30 p.m. What, so spät? Und dieser flammenaufgebende Wagen war wahrscheinlich am Mittag desselben Tages, ne? It's precisely the day on which the omnibus murder took place. Ach, der Mörder und der Fall war dann 2, 3 Tage später. Stimmt, wir wissen bei dem Omnibus-Mörder immer noch nicht, wer ja wirklich der Täter ist. Also wir haben eine starke Vermutung und sie ist auch ziemlich eindeutig, aber wir haben den Täter niemals gefasst bekommen. Schließt sich der Kreis? Doch noch. Warte mal, und das war auch spät abends. Oh mein Gott, oh, der Mantel wurde hier abgegeben, um die Spur zu versteuern oder so. Oder genau das gibt unserem potenziellen Täter ja, astreines Alibi. Aber, was auch richtig ist, genau, er sagt, it would seem the matter is entirely beyond coincidence. Kann er so sagen? What is he doing? Der bedroht uns. Der Typ hat da doch einen Revolver. Bitte kill ihn. Self-Defense. Nein, nicht! Oh, scheiße, wollte ich nicht. Danke. This is my shop. I can't allow any harm to come to my customers. If that were to happen, I should have to take my own life. Das ist nicht hilfreich. Alright, that's enough. Die Polizei ist da. Inspector Gregson. Oh, die wussten auch davon. Wenn die Musik
Box-Disc in den Händen der Polizei wäre, wäre das wunderbar. Was Sie hier vorfinden, ist wohl absolut richtig. Das, was Sie sehen, ist, wonach es aussieht. That's right, Sunshine. The alarm was raised on one of our dedicated emergency lines. So we got here as fast as we could. Now, what's all this about, eh? Oh, praise be. You're here at last. I was moments away from forfeiting my own life in my very own establishment. Pack die Waffe weg, Keck. Danke. It would seem you have the upper hand. Das heißt halt übrigens, der Mantel gehört aber auch nicht Gina, ne, sondern auch unserem McGilded Guy hier, ne? Right, you load up. Okay, schau mal. Wo führt uns das Ganze hin hier? What on earth is the case? Wahrscheinlich ist der McGilded-Fall immer nicht abgeschlossen. Also für die Polizei nicht abgeschlossen, für uns sowieso nicht. Der flüchtet natürlich. Hoffentlich fangen die den. Warte, hat er die Disk mitgenommen? Oder haben wir die noch? There's been a spate of thefts at pawn shops right around here recently. So we're fitting emergency buttons underneath the counters for brokers to let us know when they are in trouble. Ah. Okay. I'll be taking whatever it is of McGilded's down to the yard. Okay, ich glaube, bei denen ist auch besser aufgehoben als bei uns. Solange die darauf sicher gehen, dass das nicht geklaut wird. Oh gut, sie hat was dagegen, aber das ist uns mal komplett egal. Anything belonging to McGilded has to be taken in as evidence now. Jo. Hoffentlich. Aber warum ist die Disk so wichtig? Hoffentlich haben die da. Ich würde so gerne hören, was auf dieser Disk. CD nennen das ja nicht, aber auf dieser Disk drauf ist. Das wäre sehr, sehr schön zu wissen. Wunderbar. And so we handed Mr. McGilded's disc over to Inspector Gregson, and were summarily turfed out of the shop and onto the street. To be continued. Okay, das war Investigation Part 1. Sehr langatmig. Wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? 2 Stunden? Und Timer. Oh. Ne, doch, 2 Stunden, ja. Um zu erfahren, dass ein Komplize von McGilded eine mysteriöse CD zurückhaben wollte. Sehr interessant. Mal schauen, was wir mit dem Fakt anzufangen wissen. Das werden wir wohl beim nächsten Mal sehen. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch ein bisschen was weiteres über McGildeds Verbleib heraus. Ist er wirklich verbrannt in dem Wagen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dieser Vorfall war nur der Start von eventuell mehreren, in was auch immer es gipfeln wird. Wir haben noch einiges vor uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.